Viel Spaß im Feiertag-Magazin mit Nobby. In der Pflicht im Heimspiel am Sonntag zählt nur ein Sieg. In der Endphase. Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. In der Sendung. Bei Nobby heute gesetzt, morgen wieder eine Option. Ömer Toprak. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Der April ist angebrochen und das bedeutet, die Bundesliga befindet sich im Endspurt. Wir wollen natürlich unbedingt wieder in die Champions League und dazu benötigen wir auf jeden Fall ein Dreier, also einen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Denn der Kampf um die Plätze ganz oben ist doch sehr, sehr, sehr eng und so etwas wie letzte Woche, das wollen wir nicht noch einmal erleben. Es gibt diese Momente, die man einfach vergessen will. Doch Köpfe hängen lassen, keine Option. Denn jetzt gilt's. 6 Spiele sind noch offen. Stuttgart, Schalke, Leverkusen, Bremen, Mainz, Hoffenheim. Jedes Spiel schreit nach Kampf. Den heißt es anzunehmen. Jetzt erst recht. Ja, den Kampf annehmen, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig in der momentanen Zeit und dafür habe ich den perfekten Studiogast heute bei mir. Ich begrüße Ömer Toprak. Ömer, schön, dass du da bist. Ömer, die wichtigste Frage natürlich zuerst, kannst du den Kampf morgen annehmen? Bist du wieder fit? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wie gesagt, habe diese Woche angefangen wieder mit dem Mannschaftstraining. Alle Trainingseinheiten mitgemacht und ich hoffe natürlich, dass ich zur Verfügung stehen kann. Ja. Die Mannschaft hat nach dem Spiel gesagt, nach so einem Spiel, nach so einem Ergebnis oder Zustandekommen des Ergebnisses hat man doch einige Tage an dem Ergebnis zu knapsen. Wie hast du die Mannschaft in dieser Woche neben dem Trainingsplatz so erlebt? Ja, natürlich, nach so einem Ergebnis ist es immer schwer. Haben wir uns auch natürlich Gedanken gemacht, das richtig analysiert, aber war wirklich jetzt auf dem Trainingsplatz auch, haben wir Gas gegeben und wir wissen, ja, dass das nicht unseren Anspruch gerecht genügt. Ja. Und das geht einfach nicht. Und wir wissen jetzt, dass es in die entscheidende Phase geht. Und deswegen wollen wir jetzt am Sonntag morgen direkt wieder in die Erfolgsspur finden. Wie habt ihr als Mannschaft das Spiel in München aufgearbeitet? Ja, zusammengesessen, auch viel gesprochen, das Spiel analysiert, angeschaut. Ist natürlich schwierig, wenn dann so eine lange Woche ist, um das wieder gut zu machen. Deswegen wollen wir jetzt morgen dann wirklich nochmal wieder 3 Punkte holen. Würden wir uns natürlich riesig drüber freuen. Jetzt kommt Stuttgart. Du hast unter dem Gästecoach Tayfun Korkut noch ein paar Spiele gemacht. Was ist das für ein Trainer und auf was für ein Spiel, glaubst du, müssen wir uns morgen einstellen? Ja, er ist auf jeden Fall ein super Typ, ein super Trainer auch. Ich glaube, die Stuttgarter, oder wir sehen es an den Ergebnissen von den Stuttgartern, dass sie wirklich einen Aufwind haben mit ihm. Ich hatte 2-mal die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten, mal mit der türkischen Nationalmannschaft, da war unser Co-Trainer und eben letztes Jahr in Leverkusen. Ich bin mir sicher, dass seine Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt sein wird auf uns, dass es wirklich ein sehr schwieriges Spiel ist. Das haben, wie gesagt, auch die letzten Spiele von Stuttgart oder die letzten Ergebnisse auch gezeigt. Aber mit dir, mit Ömer wird das schon irgendwie hinhauen. Ja, in München musste Ömer noch pausieren. Jetzt ist er zurück und wir zeigen euch jetzt einmal, wie wichtig Ömer inzwischen für die Mannschaft ist. Ömer Toprak als lautstarker Antreiber mit immer mehr Verantwortung. Unsere Nummer 36, Fels in der Abwehrzentrale. Stärkster Zweikämpfer im Team. Schnellster Borusse. Dazu noch der Mann mit der besten Passquote. Darauf musste die Mannschaft in der letzten Partie schmerzhaft verzichten. Muskuläre Probleme haben ihn zur Pause gezwungen.
Doch jetzt ist Ömer Toprak wieder zurück. Als lautstarker Antreiber mit immer mehr Verantwortung. Ja, im Beitrag ist es ja schon angeklungen, dass du immer mehr Verantwortung im Team von Borussia Dortmund übernimmst. Wie würdest du deine Entwicklung beim BVB beschreiben? Ja, ich denke, also klar, ich fühle mich jetzt immer wohler und versuche natürlich der Mannschaft durch Kommandos auch zu helfen. Ist natürlich schwierig, wenn man nicht spielt, Kommandos zu geben. Ja, klar, dann ist es schwierig, sag ich mal. Dann spielt man einmal, dann spielt man wieder nicht. Dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber durch den Trainerwechsel und jetzt in der Rückrunde habe ich eigentlich fast immer gespielt, bis auf jetzt ja in München wegen der muskulären Geschichte. Aber ja, es gibt halt einfach einen Spieler auch Vertrauen und letztendlich ist das ja auch meine Aufgabe, Kommandos zu geben und weil als Innenverteidiger ist man zentral im Spielfeld und hat man natürlich eben einen Überblick der Mannschaft und dann ist es natürlich wichtig und ich versuche natürlich immer mehr das zu machen, aber wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen, weil letztendlich bin ich auch neu gekommen und dann muss man sich auch erstmal akklimatisieren oder erstmal Leistung bringen, bevor man auch eine große Klappe hat. Was mich persönlich mal interessieren würde, das wirkt immer so, als wenn deine Stimme jetzt schon etwas heiser ist. Wie schaffst du den Gehör auf dem Platz bei den Kollegen? Ja, also ich habe ja, glaube ich, eine relativ tiefe Stimme und nach den Spielen ist es wirklich oft, dass es heiser ist, aber ja, jetzt habe ich ja, sag ich mal, eine Woche auch Zeit gehabt, um die Stimme wieder in die richtige Tonlage zu bringen. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme nach dem Spiel nicht heiser ist und dass wir 3 Punkte holen. Mir ist es egal, wenn sie heiser ist und wir haben gewonnen. Mir ist das auch egal. Sorge ich mich Hauptsache, die nächsten 8 Tage dafür, dass deine Stimme stimmt, wenn er wieder schön Tee trinken. Ganz genau. Nee, wie gesagt, Hauptsache wir gewinnen, von daher. Jetzt sind noch 6 Spiele zu spielen in der Saison und das Rennen um die internationalen Plätze. Das ist alles ganz eng und ganz nah beieinander. Was in dieser Saisonphase wichtig, um Spiele erfolgreich zu gestalten? Was wichtig ist, dass man, wie gesagt, an den Spieltagen voll da ist. Ne? Es sind nur noch 6 Spiele. Wir spielen auch gegen direkte Konkurrenten. Das sind dann noch wichtigere Spiele. Ich meine, wir haben jetzt hier gegen Frankfurt zum Glück, also wie gesagt, 3 Punkte geholt, haben sie auf Distanz gehalten, gegen Leipzig einen Punkt geholt. Die Spiele gegen die direkten Duellen müssen wir schauen, dass wir die für uns entscheiden und wie gesagt, dass wir am Spieltag dann wirklich da sind und alles raushauen, weil letztendlich haben wir eine Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten, uns komplett auszutoben auf dem Platz und ja, erfolgreiches Wochenende ist immer schön. Deshalb ist es natürlich umso wichtiger, morgen einen Sieg einzufahren. Ne? Definitiv, morgen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, einen Sieg einzufahren, wie gesagt, weil es die entscheidende Phase ist, weil wir in der Position oben sind und wir wollen in die Champions League nächstes Jahr. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, 3 Punkte zu holen morgen. Wir drücken die Daumen, gibt alles. Wir haben eben im Beitrag ja schon gehört, einige positive Statistiken von dir. Und wir haben jetzt noch eine verbunden mit einer wichtigen Frage aus der Kategorie Sag doch mal. Die Torserie von Ömer Toprak, sie ist in Gefahr. Seit 2012/13 hat er in jeder Saison getroffen, in dieser Spielzeit aber noch nicht. Der Ball will einfach nicht rein und so muss unser Neuzugang bislang stets mit anderen Torschützen jubeln. Daher sag doch mal, Ömer, klappt das noch mit einem Treffer? Musikauswahl top, oder? Absolut, ja. Leider hat es echt noch nicht geklappt. Die Musik passt wirklich perfekt dazu. Ja, die nächste Frage, die ich dir stelle, ist klar, ne? Wann triffst du endlich wieder? Ja, ich hoffe. Lass mal endlich weg. Morgen. Morgen? Morgen. Dann kommst du nächste Woche wieder? Wenn ich morgen treffe, ja. Und wir 3 Punkte holen, bin ich da.
Das wäre ja dann schön, wenn wir bis zum Saisonende dann keinen anderen Studiogast mehr hätten als Ömer Toprak. Ja, machen wir. Kriegen wir das hin, ja, ne, oder? Ja, das kriegen wir hin. Machen wir. Wenn du mich jede Woche sehen willst. Ömer, wir verstehen uns sehr gut. Du weißt, mir macht das riesen Spaß, mit dir hier gemeinsam zu sitzen. Und wenn du dann noch ein Tor schießt, weiß ich, dass du glücklich bist. Ja. Wenn du gut gelaunt bist, bin ich gut gelaunt. Ja. Die Sendung wird schön, die Fans sind zufrieden. Das ist ja quasi Rattenschwanz. Deal. Okay, machen wir so. Einen kleinen Mutmacher habe ich noch für dich. 3 deiner 5 Bundesliga-Tore hast du im Saisonendspurt erzielt. Das Genau. macht uns Hoffnung. Genau. Und ich meine sogar, dass ich auch schon als Taifun Korkut in Hannover Trainer war, auch ein Tor geschossen habe. Ja. Ja. Bin ich jetzt überfordert, aber bei 5 solltest du recht haben. Ja, es sind nicht so viele. Wie gesagt, jedes Jahr 1. Ich wollte eigentlich dieses Jahr mehr, aber leider hat es noch nicht geklappt. Wir haben noch 6 Spiele. Immer. Wie gesagt, Machet. alles klar. Ja, schön. Wenig Hoffnung kannst du dir jetzt allerdings machen, weil du weißt, was kommt. Ja, ich spiele gegen dich. Schwarz oder gelb. Und da wirst du wahrscheinlich auch wieder schlecht aussehen. Sag mal. Matthias, sag mal, ich nehme nicht an, dass das ein zärtlicher Jubel wird. 3, 2, 1. Ach, du weißt du was. Willst du mich hier in die Irre führen, ne? Ja, klar. Ja, ist für jeden ein Punkt, ne? Aber jetzt gleich. Jetzt machen wir es anders. Ich muss ja reinkommen. Du hast schon mal gegen mich verloren. Ja, deswegen muss ich ja reinkommen. Hand ans Leder, Kopf ans Aluminium. Das ist jetzt alles nicht so einfach. 3, 2, 1, los. Scheiße. So hoch kann er nicht springen. Nein, glaube ich auch nicht. Ja. Richtig. Aber das war Frank Mill. Das ist mein. Wo bin ich denn da? Ja, okay. 2-2. Oh. 3, 2, 1. Ah, Unterschied. Ja. Bin ich in Führung. Jo. Weshalb macht denn der da eine Rolle? Was soll das denn? Weiß ich nicht. Und der andere liegt ja auch im Netz. So, jetzt sehen wir den Zwischenstand 50-41. Meine Gäste haben dramatisch aufgeholt. 1 Punkt. Wenn es so weitergeht, wäre ich zufrieden. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch. Du kommst jetzt jede Woche und Ja, holst wenn ich immer nur einen auf und dann habe ich am Ende gewonnen. Ja, vielleicht hole ich auch mal 2. Glaube ich nicht. Damit sind wir schon fast am Ende, lieber Ömer. Ein fester Bestandteil ist allerdings in jeder Sendung unser Fragenkonter und den gibt es ausnahmsweise heute mal zum Schluss. 5 kurze Fragen, 5 kurze Antworten. Wieso bist du eigentlich Verteidiger geworden und nicht Stürmer? Ja, weil ich keine Tore schieße. Das ist eine ganz logische Antwort. Du hast recht. Einfach, wenn du keine Tore schießt, musst du nach hinten. Ja, genau. Neben deiner Schnelligkeit die wichtigste Eigenschaft für einen Verteidiger? Ruhe. Es wird wärmer, dir aber egal, du spielst ja auch bei Minusgraden immer im kurzen Trikot. Warum eigentlich? Ich fühle mich damit wohler. Ja, aber Das nervt nichts. Ehrlich? Ja. Bei der Kälte? Ja.
auch im Training. So Hast du das erste Vierteljahr nach deiner Geburt draußen gelegen, oder? Nee, ich weiß es nicht. Mir gefällt das besser so, also ja, auch beim Training immer kurz, dass man sich direkt ans Wetter gewöhnt. Ne? Hattest du früher eine Art fußballerisches Vorbild? Wenn ja, wer weiß? Oh, es waren eigentlich sehr, sehr viele. Ne? Aber am Ende, wo ich es dann richtig verstanden habe, war es Zidane. Ja? Ja, aber wie gesagt, ich musste immer weiter nach hinten, von daher. Nicht, dass du irgendwann von den Haaren her sind wir uns ähnlich, glaube ich. Ja, wer ist im Training für dich der unangenehmste Gegenspieler? Du machst ja alle. Christian. Du machst ja alle fertig. Warum Christian? Weil er so klein und wendig ist. Es ist ein bisschen schwierig, immer hinterherzukommen manchmal. Der ist wirklich schnell. Ne? Ja, ist klein und wendig. Sehr schön. Ömer, vielen, vielen Dank. Wir drücken natürlich die Daumen für morgen dir. Vor allen Dingen bleib gesund. Schön, dass du hier warst. Danke, Nobi. Und nur einen Punkt aufgeholt hast. Dafür auch nochmal vielen Dank. Immerhin habe ich gewonnen. Ihr zu Hause drückt natürlich auch die Daumen. Und ich bin davon überzeugt, morgen werden wir einen Dreier einfahren und unsere Position festigen. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Der Nobby und der Ömer.